liebe Freunde, in diesem Video gehen wir noch nicht aufs Schiff. Wir berichten von der Anreise, von dem Aufenthalt in Las Palmas und von den Aufwendungen, die wir hatten, um überhaupt aufs Schiff zu kommen. Wir wollten eigentlich auf die AIDA Cosma, aber die ist nicht fertig geworden, so sind wir kurzerhand auf die AIDA Nova umgebucht worden. Aber wie sagt schon mein Mechaniker, zwar schon etwas älter, aber dafür wenig gelaufen. Die AIDA Nova war wirklich in Top-Zustand. Trotz Corona haben wir keine Pauschalreise gebucht. Wir haben Flug und Kreuzfahrt extra gebucht. Warum, erzähle ich euch noch. Das erste, was man ausfüllen muss, wenn man eine Schiffsreise gebucht hat, ist das Schiffsmanifest. Das ist obligatorisch und gehört zu jeder Reise dazu. Hier gibt man seine persönlichen Daten ein, sowie einen Notfallkontakt. Das kann man bis zur Abreise tun. Um überhaupt nach Gran Canaria einreisen zu können, muss man sich bei Spain Travel Health auf der Internetseite registrieren und seine Daten und Impfstatus eingeben. Die endgültige Eingabe darf nicht älter als 48 Stunden sein. Dabei muss man ein Dokument mit seinem Impfnachweis hochladen. Das hat bei Marina wunderbar geklappt. Bei mir hat es nicht geklappt, obwohl ich fast das gleiche Dokument hochgeladen habe. Nach kurzer Verzweiflung habe ich dann Bildschirmausdruck meines QR-Codes vom Handy gemacht und das hochgeladen und das ging dann einwandfrei. Als Ergebnis bekommt man einen QR-Code, den man am Flughafen in Las Palmas vorzeigen muss. Zum Flug von Gran Canaria haben wir schon eingecheckt. Und im Gegensatz zum letzten Mal, wo hier Chaos war, ist heute gähnende Leere, sodass wir überhaupt kein Problem haben, jetzt abzugeben. Wir waren schon früh am Flughafen, daher war auch nichts los. Wir mussten ja eh nur noch unseren Koffer aufgeben. Doch siehe da, es gab gar keinen Check-in-Beamten mehr. Es gab nur noch einen Instruktor, der uns erzählte, wie wir den Koffer aufgeben müssen. Also Koffer selbst auf Band, mit der Bordkarte eine Banderole gezogen, die selbst an den Griff geklebt, Knopfdruck und weg war der Koffer. Die Personalansparung geht weiter, wir sind ja noch lernfähig. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht's nur los nach Gran Canaria. Wir sitzen hier am Gate B75 und warten, dass unsere Maschine zum Boarding freigegeben wird. Der Flug war sehr entspannt. Wir hatten ja für ein paar Euro mehr einen Sitzplatz am Notausstieg gewählt. Daher hatten wir sehr viel Beinfreiheit und alles war sehr schön. Allerdings auf einem 4-Stunden-Flug gibt es auch nichts mehr zu essen. Marina hat sich dann was im Bordrestaurant bestellt, das war nicht so doll. Ich würde lieber ein paar Euro mehr für ein Ticket ausgeben und dafür wieder solches Essen bekommen wie früher. Der Flieger ist relativ leer. Also meistens ist immer in der Reihe einer frei, sodass im Grunde immer die Mittelplätze frei sind. Eigentlich gut gelöst. Da ist unser Flieger. Und Marina, gut angekommen? Ja, super angekommen. Es war ein sehr schöner, ruhiger Flug und ja, gut 4 Stunden 10. Ich habe mir einen Film angeguckt, also auf meinem eigenen Handy und war alles okay. Hier wurde unser QR-Code gescannt und jetzt sind wir drin. Und wenn man hier über die Gepäckbänder schaut, hier ist absolut nichts los. Hallo, jetzt sind wir hier in unserem Taxi, das uns abgeholt hat vom Flughafen in Gran Canaria. Und wir werden jetzt mit unseren Freunden Maria und Dietmar ins Hotel gebracht. Ja, es wird spannend. Wo sind wir hier gelandet? NH Hotel Las Canteras. Das ist okay. Kann man nicht meckern. Das Hotel war für die 2 Tage völlig okay. Es lag günstig in der Nähe des Strandes und der Stadt und man konnte von dort aus zu Fuß zum Schiff gehen. In dem Hotel waren auch viele neue Mitarbeiter von AIDA untergebracht, die auch zum Schiff gebracht wurden. Die mussten dort erstmal für 10 Tage in Einzelhaft, in Quarantäne gehen. Die Playa de las Canteras am Morgen ist noch relativ ruhig. Es ist von morgen Sturm angesagt, Sahara-Wind. Wir lassen uns mal überraschen und gehen jetzt erstmal zum Frühstück. Im Café del Riel gibt es dann Frühstück. Nicht so mit Hotelburgen, so schräg, da sieht dann an der Promenade noch richtig schön aus. Man hat halt nicht so das Gefühl der Hotelburgen. Es scheint sich zu lohnen. Mehrere Leute gehen hier mit Detektoren den Strand ab. Ein ganzer Laden voller Schuhe, die was für mich sind, aber in Spanien gibt es keine 6 von 40. Ja, da steht sie und wartet darauf, dass wir morgen aufs Schiff gehen. Auf der linken Seite sieht man noch die Sea Clouds, die beiden, die auch hier stehen. Naja, hier richtig windig geworden. Aber der Bereich ist sehr schön gemacht.
verstehe gar nicht, wie die Leute da drinnen sein können. Boah. Das Wasser ist schon sehr kalt, also das ist nicht meine Badetemperatur. Also zum Baden würde ich nach Gran Canaria im Januar nicht fahren. Hier auf der Seite scheint zwar noch die Sonne, das zieht aber so langsam zu. Und auf der Seite ist noch klarer Himmel, aber das hat sich nachher auch erledigt. Die Sonne kommt da durch, aber es ist ganz schön neblig geworden. Essen gibt es heute beim Spanier, der auch bei TripAdvisor ganz gut bewertet ist. Wir sind mal gespannt. Ganz schön windig geworden. Nachher geht es gleich aufs Schiff. So, letzter Kaffee. Jetzt geht es zum Hotel. Samstag füllt sich so langsam der Strand, der Wind nimmt zu. Unser Hotel ist gleich hier vom Strand in die Straße rein, links, da sind wir auch schon da. Da hinten ist der Strand und hier ist unser Hotel. Warum haben wir Flug und AIDA extra gebucht und nicht pauschal? Wenn AIDA die Reise abgesagt hätte, dann wäre unser Flug auch weg gewesen und unser Urlaub komplett ausgefallen. Früher anreisen erspart uns auch die Hektik des Anreisetages. Wir können entspannt an Bord gehen vor dem Ansturm der Reisenden. Unser Plan B war es, wir fliegen auf jeden Fall auf die Kanaren. Wäre die Kreuzfahrt ausgefallen, dann hätten wir uns ein neues Hotel gesucht und hätten einen ganz normalen Strandurlaub gemacht. Ich würde bei einem Gran Canaria Urlaub in der aktuellen Zeit Las Palmas den Touristikzentren im Süden vorziehen. Wir lieben es, dort zu essen und zu trinken, wo auch die Einheimischen essen und trinken. Das macht den Urlaub authentischer. Auch ist es hier günstiger. Las Palmas hat einen ausreichenden Strand. Hier lebt es sich aktuell besser wie in den Touristikzentren rund um Maspalomas. Nur das Wetter spielt manchmal nicht mit. Im Norden ist es oft schlechter wie im Süden. Aber hier kann man immer noch mit dem Bus in den Süden fahren und einen Strandtag verbringen. Wenn ihr meine Meinung hören wollt, also ich würde jederzeit wieder nach Gran Canaria fahren und in Las Palmas Urlaub machen. Es hat mir sehr gut gefallen und der Strand war Bombe. Wir sind schon mal vor der AIDA. Das Gepäck wird schon mal aufgegeben. Alles weitere werden wir sehen. Deutlich vor der Zeit, die uns angekündigt war. Mal schauen, ob das klappt. Wir gehen jetzt gleich aufs Schiff. Man benötigt, um aufs Schiff zu kommen, einen maximal 24 Stunden alten Schnelltest. Den hatten wir natürlich nicht dabei. Um auf dem Schiff zu bleiben, benötigt man einen negativen PCR-Test. Der wird vor Ort gemacht. Wir haben beide Tests gleichzeitig bekommen, mussten 35 € pro Person für den Schnelltest bezahlen und waren aber dadurch ruckzuck an Bord. Im nächsten Video gehen wir dann an Bord und erzählen von unserer Reise. Leider sind individuelle Lerngänge aktuell nicht möglich. Es bleibt spannend. Bis bald.